Leute, herzlich willkommen zu dem neuen Video hier bei The Wrist Guy. Anlässlich des neuen Releases von Omega, der Speedmaster Snoopy Edition zum 50-jährigen Jubiläum des Snoopy Awards, möchte ich euch einfach mal die unfassbare Geschichte von dieser ganzen Snoopy-Geschichte und Apollo 13 erklären. Und keine Angst, ich komme noch zu Apollo 13, aber bevor wir beginnen, möchte ich eine kurze Neuigkeit announcen. Es ist ja so, wir haben jetzt 10.600 Abonnenten ungefähr und ihr kennt mich alle, aber ich kenne euch ja nicht. Das, was ich hier mache, fühlt sich eher wie ein Monolog an als ein Dialog. Und ihr habt ja natürlich die Kommentarsection und so weiter, aber das ist alles nicht so ganz interaktiv und ihr kennt euch ja auch untereinander nicht. Deswegen habe ich jetzt etwas ins Leben gerufen, was ich die Wrist Gang nenne. Ich habe es jetzt auf Instagram schon ab und zu mal gezeigt. Das ist eine neue Webseite, die ich ins Leben gerufen habe, indem ich einfach versuche, meine Community, also euch, einfach zusammenzubringen. Das ist so eine Art Forum, wo ihr euch austauschen könnt über Uhren und so weiter, wo ihr aber auch ein Angebot sagen könnt, also ihr verkauft XYZ Uhr zu dem und dem Preis oder ihr sucht die und die Uhr, das gleiche auch mit Zubehör und Accessoires und so weiter. Diese Seite ist zu 100% kostenlos, ich will mit dem Ganzen nichts zu tun haben, ich will einfach nur die Community zusammenbringen, weil ich der Meinung bin, diese aktuellen ganzen Foren in diesem Uhrenbereich sind so ein bisschen veraltet und ich möchte da so ein bisschen frischen Wind da reinbringen. Also ich würde euch herzlich einladen, tretet bei thewristgang.eu, habe ich auch unten in der Videobeschreibung drinnen und dort könnt ihr euch untereinander austauschen und ich bin auch live mit dabei und kommentiere weiter und poste schön. Jetzt aber zu Apollo 13. Das Witzige an der ganzen Sache ist eigentlich auch, dass das Apollo 13 ist. 13 ist eigentlich die Unglückszahl schlechthin und genau bei Apollo 13 passiert so ein Schaß. Aber okay, ich erkläre euch einfach mal, wie es zu dem Ganzen kam. Apollo 13 war eine ganz normale Mondlandemission, 3 Astronauten, der bekannteste unter ihnen Jim Lovell, zusammen mit seinen Kollegen Jack Swigert oder Swigert glaube ich, und Fred Hayes sind zusammen Richtung Mond geflogen, um dort zu landen, Experimente durchzuführen und so weiter. Die Mission ihres Lebens im Prinzip. Auf dem Hinflug ungefähr auf dem halben Weg Richtung Mond ist ihnen der Sauerstofftank explodiert. Ja, das ist richtig, richtig krass. Und von da kommt übrigens auch der berühmte Satz Houston, we've had a problem. Also Houston, wir haben ein Problem. Das kommt genau von da. Houston, we have a problem. Weil, klar, du hast ein Problem, wenn dir auf dem Weg hin zum Mond dein Sauerstofftank um die Ohren fliegt. Okay. Die haben halt dann mit Houston geredet und so weiter. Laut eigenen Aussagen war die Enttäuschung darüber, dass sie nicht mehr auf dem Mond landen konnten, größer als die Frage, ob sie überhaupt wieder zurück zur Erde kommen. Das ist übrigens so ein kleiner Fun-Fact. Aber ja, sie haben dann mit Houston gesprochen. Ja, wie machen wir das Ganze jetzt? Die sind dann, das ganze Ding ist so aufgebaut, dass ihr habt das Raumschiff und drauf sitzt die Mondlandefähre. Eigentlich geht man nur in die Mondlandefähre, um auf dem Mond, zu landen. Nur diesmal war jetzt das eigentliche Raumschiff nicht mehr zu gebrauchen. Die mussten zur Mondlandefähre übergehen, weil dort die ganzen Systeme noch funktionsfähig waren. Die sind also alle rüber in die Mondlandefähre gegangen. Nur diese nicht dafür konzipiert, dass Menschen so lange darin, überleben. Die ist ja eigentlich nur dafür gedacht, auf dem Mond zu landen und wieder hochzufliegen. Jetzt hatten die halt ein kleines Problem, weil das Ding aus irgendeinem Grund keinen Sauerstofffilter hatte, also keinen CO2-Filter oder der defekt war, mussten sie einen neuen Filter installieren. Natürlich haben sie das Ding ja nicht einfach lagernd an Bord mitgehabt. Jetzt haben die Leute auf der Erde im NASA-Zentrum in Houston versucht, ein Ersatzgerät mit den Sachen zu bauen, die sie wussten, was die Astronauten dabei haben. Die wissen ja genau, was alles an Bord mit dabei ist. Haben dann versucht, mit diesen Dingen, zum Beispiel war da auch eine Socke dabei, einen CO2-Filter zu bauen. Versucht das mal, 1970 an Bord eines Raumschiffs, wo gerade das halbe Ding um die Ohren geflogen ist. Haben sie geschafft, interessanterweise, war richtig krass, haben sie geschafft, haben danach alle Systeme ausgeschalten, damit sie halt keinen Strom verbrauchen. Sie können ja nicht einfach so umdrehen, dafür haben sie nicht genug Treibstoff. Jetzt haben sie ein Swing-by-Manöver gestartet. Das nennt sich so, weil du dann um den Mond rumfliegst, die Gravitation ausnutzt, aber dann im entscheidenden Moment die Triebwerke zünden musst, damit du halt nicht um den Mond zirkelst. Jetzt haben die das gemacht, schwingen um den Mond rum und müssen dann im entscheidenden Moment die Triebwerke zünden. Zünden sie zu kurz, fliegen sie an der Erde vorbei, irgendwo Richtung Weltall. Zünden sie zu lang, ist der Wiedereintritt zu steil und sie verbrennen in der Atmosphäre. Sie müssen genau die richtige Zeit zünden. Wie haben sie das ausgerechnet? Sie haben das wirklich Oldschool-Style mit Papier und Bleistift in die Hand genommen und haben errechnet, 14 Sekunden haben sie Zeit. 14 Sekunden lang, keine Sekunde mehr, keine Sekunde weniger. Und genau das hat die Crew von Apollo 13 dann mit ihrer Omega Speedmaster getimed.
Weil ja, die hatten ja alle eine Omega Speedmaster, das war die offizielle Weltraumuhr, die Astronautenuhr. Und zum Glück war es ein Chronograph. Das wäre echt blöd gelaufen, wenn das keiner gewesen wäre. Und dann macht er das Ding an, timet 14 Sekunden und genau so sind die dann händisch. Die sind händisch Richtung Erde geflogen und sind dann in den Wiedereintritt rein, so gesehen, also sind dann in die Atmosphäre rein. Und der Blackout, das ist die Zeit, wo du keinen Kontakt zur Crew hast, wenn sie gerade durch die Atmosphäre fliegen, hat angeblich viel länger gedauert, als es normalerweise üblich ist. Aber sie haben es dann geschafft. Sie haben überlebt, sie sind gelandet und das als einer der wenigen Unfälle, die wirklich im Weltraum passiert sind, wo du auch nicht einfach so schnell mal umdrehen kannst, sondern um den Mond rumfliegst und dann eben 14 Sekunden mit deiner mechanischen Armbanduhr timest. Krass einfach die damalige Zeit. Heute wäre sowas undenkbar, aber damals fliegen die zum Mond mit Rechnern, die weniger Leistung haben als unser Smartphone, was wir hier in den Händen halten. Schon krass. Aber ja, das war die Geschichte von Apollo 13. Natürlich ist sie noch viel, viel detaillierter. Ich habe euch die Kurzfassung gegeben, aber ich finde die Story einfach mega interessant. Ich habe mich schon als 15-, 16-Jähriger da schon ziemlich eingelesen und ich fand das einfach immer so faszinierend, wie Menschen dazu in der Lage sind, in so einer Notsituation so zusammenzuarbeiten und das dann echt möglich zu machen und zu überleben. Krass. Das ist die Geschichte dahinter. Das ist übrigens auch der Grund, wieso bei dem Vorgänger der Speedmaster Snoopy am Rande des Zifferblattes steht What would you do in 14 seconds? Also auf Deutsch, was könntest du tun in 14 Sekunden? Das ist so eine Art, kleine Erinnerung, was die halt in 14 Sekunden halt hinbekommen haben. Naja, Leute, lasst mich wissen, wie findet ihr eigentlich die Geschichte von Apollo 13? Kanntet ihr die Story? Kanntet ihr sie nicht? Lasst mich unten in den Kommentaren wissen. Wir sehen uns dann nächsten Mittwoch bei der 3. Folge des Psycho Specials. Bis dann. Ciao, ciao.